Hallo und herzlich willkommen und in diesem kleinen Video hier möchte ich dir einmal zeigen, wie du ja das hinkriegst mit dem Zusammenspiel beider Hände, ne? Das ist ja so die schwierigste Disziplin beim Pianospielen, hier beide Hände zusammenzunehmen und für mich selber war es auch sehr, sehr schwierig am Anfang. Also, ich habe sehr große Probleme gehabt hier. Ich konnte rechte Hand super spielen, linke Hand super spielen, aber wenn ich beide zusammengenommen habe, dann habe ich echt Probleme bekommen. Und ich kann dir das mal zeigen. Ich hatte damals River Flows in You einstudiert, ja? Kennst du vielleicht? Also, ich hatte dann diesen Part hier, ja, und immer so weiter, okay. Und da ist natürlich klar, spielt die linke Hand einen ganz anderen Rhythmus als die rechte Hand und schon am Anfang hatte ich hier bei folgender Stelle immer das Problem, ne, ich lasse jetzt mal das Haltepedal weg. Der Teil hier, der war für mich die Hölle. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich das hinkriegen soll, da linke und rechte Hand zusammenzuspielen. Hier hat immer irgendwie die linke Hand habe ich dann irgendwie vergessen, ja. Da bin ich dann irgendwie hier liegen geblieben oder die rechte Hand habe ich vergessen dann zu spielen. Und ja, was macht man da jetzt, wenn man da Probleme hat? Also, es ist im Prinzip ganz einfach. Es gibt einen ganz, ganz einfachen Trick, den ich dir hier zeigen möchte. Und zwar, bevor wir überhaupt erst mal anfangen, beide Hände zusammenzunehmen, üben wir erst mal jede Hand wirklich in kleinsten Unterabschnitten, bis wir sie perfekt können. Das ist so das Geheimnis des Klavierspielens, dass wir die ganzen Melodien, die wir spielen, in kleinste Unterabschnitte aufteilen, auch nochmal aufteilen in rechte und linke Hand und das dann wirklich ganz, ganz oft spielen und wiederholen. Am Beispiel dieses Stückes wäre das jetzt also, ne, die rechte Hand spielt im Prinzip das hier, ja. Ne? Ja, ich wiederhole es nochmal. Okay. Ne, und die linke Hand spielt einfach nur, jetzt nur mal als Beispiel. Und jetzt würde ich also wirklich die rechte Hand, bis ich es perfekt kann, auswendig trainieren, ja, den Teil und den linke Hand dann auch einfach immer, bis ich es wirklich im Schlaf kann. Das muss man dann meinetwegen 100.000 Mal wiederholen. Und auch vor allem wichtig, auf den Rhythmus zu achten. Ja, ich spiele nicht so in der Geschwindigkeit, sondern ich spiele, ja, ich hoffe, das kommt rüber. Und das muss man halt erstmal wirklich üben, üben, üben. Ja, am besten auch erstmal das hier, immer wieder. Ja, ganz genau auf den Rhythmus achten. Ich spiele hier nicht irgendwie, sondern gleichmäßig schlage ich hier die Töne an. Ne? Als Beispiel jetzt für die linke Hand. So, das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja, wenn man da Probleme hat, du musst wirklich die rechte Hand und die linke Hand perfekt im richtigen Rhythmus spielen können. Jetzt können wir probieren, mal beide Hände zusammenzunehmen. Ja, das wäre ja das komplette, wäre ja so. Ja, so. Und jetzt teilt man das natürlich auch wieder in kleinste Unterabschnitte ein. Also man guckt, wo habe ich jetzt hier Probleme, was kann ich spielen? Ja, also meinetwegen, das kann man spielen, kein Problem, ja. Okay, wenn du jetzt sagst, die hast du Probleme, dann wiederholst du diesen Abschnitt halt die ganze Zeit. Das ist immer der Abschnitt, wo du Probleme hast, den ganz, ganz langsam vor allem wiederholen, ja? Ne, in dem Fall und auch darauf achten, wie spielt denn die linke und die rechte. In dem Fall wäre es ja jetzt hier zusammen, zusammen alleine rechts und wieder hier links alleine. So, das wäre jetzt so ein, ne, kleiner Abschnitt, den man dann ganz oft wiederholen müsste, bis man das kann, ja, also wirklich in kleinste, kleinste Unterabschnitte aufteilen. Und wenn du das soweit drauf hast, ja, dann kommt ja jetzt hier dieser Abschnitt. Und da ist auch wieder, ja, also wenn du jetzt hier mit diesem Sprungproblem hast, mit diesem Teil, ja, dann lass den ersten Teil weg, dann lass den Teil weg, ja, sondern fokussiere dich jetzt nur auf das, was kommt. Jetzt guckst du, okay, wie geht's jetzt weiter? Jetzt hier spielt die rechte Hand weiter und die linke Hand kommt dann dazu, ja.
Okay, und dann nimmst du diesen Abschnitt wieder, ja? Okay, ich denke, Prinzip verstanden. Also was ich dir damit sagen will, ist einfach, versuch es in die allerkleinsten Unterabschnitte aufzuteilen und dann nimmst du auch wirklich nur den Unterabschnitt und wiederholst ihn ganz, ganz oft, den du noch nicht kannst. Ja? Also du spielst jetzt nicht immer wieder den Abschnitt davor, den du schon kannst, sondern du spielst hier, das kannst du natürlich machen, um dich erstmal zu finden, okay, wie ging es jetzt hier weiter, aber dann spielst du wirklich halt hier, ja, nur das hier, meinetwegen, ja. Okay, das ist der Trick. Rechte Hand super auswendig beherrschen, linke Hand super auswendig beherrschen und dann in allerkleinste Unterabschnitte aufteilen, beide Hände, okay? Das Problem ist immer, dass man denkt, wenn man jetzt die rechte Hand perfekt spielen kann, die linke Hand perfekt spielen kann, dass man dann automatisch nochmal auch beide Hände zusammen super spielen kann, weil man die ja beide beherrscht. Aber das ganze Thema der Koordination ist ja da noch nicht mit drin, ja, dass man gleichzeitig die beiden Hände koordiniert, das ist ja auch nochmal eine Aufgabe. Also das Zusammenspielen ist ja nochmal wie so ein ganz eigener großer Übungsabschnitt. Und das muss man halt auch nochmal wieder in die kleinen Unterabschnitte aufteilen, vor allem auch wegen Rhythmus und dem Ganzen. Okay. Das soll es erstmal dazu gewesen sein. Das ist mein ganz großer Tipp, wenn du Probleme hast, beide Hände zusammenzuspielen, ja, wirklich einfach in kleinste Unterabschnitte aufteilen und die dann ganz, ganz oft wiederholen und langsam, vor allem ganz, ganz langsam. Du kannst extrem langsam spielen, ja. Ja, ganz langsam. Du kannst es in Zeitlupe spielen und dann immer schneller werden, wenn du es soweit kannst. Das soll es erstmal gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, das hilft dir irgendwie weiter. Wenn du wirklich Probleme hast, generell mit einem Zusammenspiel beider Hände, hilft einfach nur dieses Mindset oft wiederholen und ganz, ganz langsam immer wieder wiederholen. Ja, ich hoffe, das Video hier hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir beim ganzen Thema Zusammenspiel beider Hände am Klavier weiterhelfen, dass du jetzt vielleicht mehr ein Gefühl dafür hast, wie du das Ganze am besten angehst, ja, das zu üben, das zu trainieren. Und wenn du mehr Interesse zu dem Thema hast, empfehle ich dir unten mal den Link in der Videobeschreibung dir anzuschauen. Da findest du meinen kostenlosen Piano-Crashkurs. Der enthält 10 Lektionen zum Thema Grundlagen des Klavierspielens, unter anderem aber auch dieses ganze Thema Zusammenspiel beider Hände, also linke, rechte Hand koordinieren. Da habe ich ein Video aufgenommen, wo ich dir auch wirklich einige Übungen dazu zeige, wie du das Ganze trainieren kannst, hier linke und rechte Hand besser zusammenzuspielen, diese Koordination halt auch zu trainieren. Also gerne mal den Link in der Videobeschreibung auschecken. Wie gesagt, völlig kostenlos. Da zeige ich dir auch nochmal einiges zu diesem Thema. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin.